Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Heute an Halloween. Noch einmal Happy Halloween, liebe Freunde. Und wir fahren fort in unserem Halloween Special Day. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, ich habe einen neuen Kanal gefunden. Schilds. Schilds, ja. Was hat Schild uns denn heute zu bieten? Schattenwesen. Ja. Nee, hinter dem Rake unsere Lieblingswesen, die Schattenwesen. So, da schauen wir jetzt direkt rein. Hier ist Schilds. Ja, Schilds. Wir haben hier 13 gruselige Schattenwesen, Geister, die auf Filmkamera festgehalten worden sind. Ich bin gespannt, ja. Shadow People sind ja immer sehr, sehr gruselig. So, auf geht's, Schilds. Your shadow follows you wherever you go, and perhaps other shadows do too. As you watch these videos of shadows creeping across walls and floors, I challenge you to try and find their point of origin. You'll quickly find that it's not so easy. Number 13. This video of an airplane cabin was taken by the supervisor of a Mexican airline called Aeromexico. I'm not sure why he was called on board to investigate, but he seems to move slowly and use caution. He's steadily creeping down the aisle when something grabs his attention from behind. Aber warum hat er da auch kein Licht an? Geht das Licht nicht, wenn die Motoren nicht laufen beim Flugzeug, wenn die Maschinen nicht an sind? Verga. His flashlight beam focuses on the far end of the plane. He thinks that he's all alone, but then something proves him absolutely wrong. Oh, hallo. Ho, 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 ho. Eieiei, Beine in der Hand und weg. A solid figure without a face leans into the doorway and silently observes him. The supervisor takes off before we get a chance to see what it was. If this is real, then I'm curious as to how this mysterious creature managed to get off this. Es ist aber auch wieder sehr, sehr dunkel und massig, ne? Das ist sowieso immer bei diesen Schattenwesen. Die sind so massiv schwarz. Anders kann ich das einfach nicht ausdrücken. Es ist unfassbar. Unfassbar. This plane. Number 12. Also, weiß ich nicht. A ghost hunter doesn't even get his equipment fully set up before he detects a paranormal presence on camera. Look how quickly the shadow moves by. The shadow moves way too fast and also turns in the opposite direction as he does, meaning it can't belong to him. Here's the Man kann das ja fast, man übersieht es fast, ne? shadow from a second angle, this time taken from the handheld camera. Ja. Das ist unfassbar. Clearly, the shadow is caused by something off camera, but whether it's human or not is up for you to decide. Schwierig, ne, in so alten Gebäuden. Ich meine, er hat ja da auch irgendwie Licht aufgebaut, glaube ich, ne? Und muss er ja. Kann es nicht auch sein, dass da zum Beispiel mal eine Fledermaus lang fliegt oder so? Oder eine große Motte oder irgendwie was und dann so eine Art Schatten da verursacht bei ihm? Schwierig zu sagen, ne, was das genau war. Auf jeden Fall ist da ein Schatten durchgehuscht. Number 11. The CCTV was taken at an office building at around 2:30 in the morning. It was noticed immediately by security because the camera only turns on when something moves. Also die Kamera geht nur an, wenn sich was bewegt, ja. Und da ist ein Schatten. Hä? Ist weg. A shadowy mass starts at floor level, stops for a second, and then quickly scales up the wall, possibly continuing on to move through the ceiling itself. Wie geht das? Das muss ja von oben irgendwie ein Schatten gewesen sein, der von oben kommt, der auf den Boden geworfen wird und dann... Aber auch wenn da ein Insekt zum Beispiel oder irgendwas auf der Lampe an der Decke gewesen wäre, das wäre doch nicht so ein großer Schatten. Ah, das ist schon ein bisschen, das ist schon gruselig. Einfach, aber gruselig.
all while leaving no visible form of entry or making a sound. I don't know what object would have made this strange oval shadow take shape, and neither do the security guards. I think there's a strong chance that this is paranormal, but if not, leave me your best guess as to what this possibly could have been. Weiß ich nicht. Ich würde ja gerne wissen, wie der Schatten aussehen würde, wenn tatsächlich oben an der Lampe ein Insekt rumkriecht. Ein größeres, sagen wir mal eine große Motte. Gibt ja tatsächlich schon große, die sind so, ne? So, und dann, ob das so einen Schatten verursachen würde, das müsste man testen, ne, um das genau zu wissen. Schwierig. Nummer 10. Number 10. A YouTuber named 23rd SAS is messing around with his phone and recording his house. Then the video goes from pretty goofy to terrifying in a matter of seconds. Oh ja. This is my mommy's room. This is downstairs. Oh, Mr. Schattenmann. I guess this could be fake and the shadow is just one of his friends, Ja, but das as kann many sein. people in the comments section Das kann sein, dass es fake ist. Ich meine, warum ist die Kameraqualität so schlecht? Was murmelt der sich da in den Bart? Und ja, das kann definitiv auch irgendein Typ sein. have pointed out there's something about his reaction that seems realistic. Was für eine Reaktion? Ich habe nur gehört, mehr nicht. Number 9. A group of ghost hunters are exploring a notoriously haunted retirement home in Ohio at 1 a.m. when they manage to find something strange and unsettling. Into the bathroom. Here it is again at half speed. Oh ja, oh One of the ja, ghost hunters hallo. barely manages to catch this fleeting shadow. Das ist typisch bei paranormalen Ermittlern, die halt intensiv auch filmen in solchen Gebäuden, dass so Schatten oft einfach aus dem Bild verschwinden, weil die so zufällig gefilmt worden sind. Das macht es für mich immer sehr authentisch, ja. Also macht es für mich mehr authentisch als eine Großaufnahme auf einen Schatten. Auf ein Schattenwesen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und es gibt ja auch Unterschiede, wir haben das ja gerade schon gesehen. Also zum Beispiel am Anfang das Schattending in diesem Flugzeug war so massiv und schwarz, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Schatten, der durchs Bild huscht. Also überhaupt gar kein Vergleich, ja. Also wir haben ja danach, die Clips waren ja eher so zarte Schatten, die man auch leicht übersehen kann. So ein massives schwarzes Ding kann man nicht übersehen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass diese Schattenwesen etwas ganz anderes sind als einfach nur diese vorbeihuschenden Schatten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Schatten, die einfach nur so vorbeihuschen, tatsächlich Geister sind. Tatsächlich Wesen, die einmal gelebt haben und verstorben sind. Wohingegen Schattenwesen, diese massiven schwarzen Dinge, die immer irgendwo rumstehen oder um die Ecke gucken und so weiter, die sind für sich genommen eine eigene Spezies. Das ist was, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Dinger etwas vollkommen anderes sind und nicht irgendwie verstorben oder keine geisterhaften Wesen oder so, sondern vielleicht tatsächlich Besucher aus einer parallelen Dimension. Aus einer Parallelwelt. Wer weiß das schon? While turning around, the room to the right is completely empty and nobody is inside. Plus, everybody else is in a different section of the house. Yeah. It doesn't look like the camera is simply adjusting to different lighting conditions. So there really is absolutely no reason for a shadow to be on the right side of the screen like that. To me, it looks like something is possibly making a quick escape. Number 8. A YouTuber named Tracy is recording a video at the Hedingham Castle in England while on vacation with her husband. The voices and footsteps of other visitors easily carry throughout the castle, but it's just good acoustics, and they are not nearly as close as they sound. Anyway, look what happens while Tracy is standing motionless next to her husband in a large room all by themselves. Ja, aber Not sure, but I think I just saw a shadow walk across the wall. A shadow clearly passes across the wall in front of them, but as Tracy pans the room, you can see that no one else is present. ja, aber das stimmt so auch nicht. Sie schwenkt ja mit der Kamera zum Beispiel nicht hinter sich. Sie schwenkt jetzt mit der Kamera neben sich, nach rechts, und sie hätte nach hinten schwenken müssen, damit man sieht, ob da Menschen sind.
Weil dieser Schatten kann von der Seite gekommen sein, aber auch von hinten. Und sie schwenkt ja gar nicht nach hinten. Present, none of the windows or entrances completely line up, yet the shadow looks very human in nature. And Ich glaube auch einfach, dass das ein anderer Tourist gewesen ist. Also ich weiß es nicht. Natürlich solche Schlösser, solche alten, da wird es auch spuken in einigen, selbstverständlich. Die haben eine lange Geschichte hinter sich, viel erlebt im mittelalterlichen Europa teilweise auch. Da wird einiges an Emotionen, an Energie drinstecken. Ja, das ist vollkommen klar. Ich würde aber jetzt nicht jeden Schatten, den man irgendwo sieht, in so einem Gebäude als Geist ansehen. Ja, also weiß ich nicht. Dafür gibt es garantiert auch noch andere Erklärungen. appears to be coming from directly behind them. Number 7. A YouTuber named Suspect Sky and his wife are convinced that something is waiting for them. Inside of their small closet, Suspect Sky slowly walks up to the closet and flings the door open, prepared for conflict, only to find nothing inside. They are relieved for just a moment and then decide to get out of the house. Da steht ein Schattenwesen. Seht ihr diesen Unterschied zwischen diesen flüchtigen Schatten, die wir da an den Wänden entlang huschen gesehen haben, und dieses massive, schwarze, humanoide Ding? Das ist ja wirklich, es ist so pechschwarz. Das ist unfassbar. Anyway, something is still in there waiting for them. They think they can feel its presence and just want to leave as fast as they can. And when they looked at the video again, und weil das Ganze ja mit einem Schwenk aufgezeichnet worden ist es für mich auch authentisch. Weil wenn ich sowas faken wollen würde, würde ich automatisch, wenn ich mit der Kamera so schwenke, das macht man einfach so automatisch, vielleicht sogar etwas langsamer werden, damit man dieses Objekt oder was auch immer man da vorbereitet hat, besser sehen kann. Das Ganze ist ja jetzt in Slow Motion, in extremer Slow Motion. Also man hat es ja beim Kameradreh, also als man sich gedreht hat mit der Kamera, konnte man das ja gar nicht so schnell erhaschen eigentlich. later, they found out they were absolutely correct. Number 6. This video looks like it was intentionally set up to capture something that has been appearing in a closet lately. Ja, das ist halt auch, ne? Also wenn man das jetzt so wie hier ist, da ist eine Kamera auf etwas gerichtet, mit dem Ziel auch etwas einzufangen. Und normalerweise ist es so, dass dann gar nichts passiert. Ja, weil das ist einfach so, weil viele Dinge passieren einfach zufällig. Oder auch nicht immer an der gleichen Stelle. Hier ist man schon nah dran gegangen und hat die Kamera hingestellt, um etwas einzufangen. Das kann natürlich die ganze Geschichte sehr unauthentisch machen, sehr fake. Ja, deswegen warten wir mal ab, was passiert. At first, you can't really see anything, but after a while, the shadows begin to form into a human-like figure. The shadowy shape peeks out from behind the door, and at one point even appears to have 2 bright white eyes. The grainy quality of this video is a strong indication that it was edited, but then again... Ja, also da hat er recht, das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass das stark bearbeitet worden ist, dass die Qualität so übel ist. Das ist hundertprozentig fake. This may be a very old cell phone video, or perhaps a very... Ja, aber es ist kein sehr altes Handyvideo, weil warum soll man das Handy dann so da ausstellen und so? Nein, das glaube ich nicht. Und das muss ja dann wirklich schon sehr alt sein, weil auch die Smartphones vor 10 Jahren hatten schon eine bessere Kameraqualität. Very early internet video that needed to be heavily compressed before uploading. Number 5. This unexplained shadow was uploaded by a paranormal... Das Video ist älter. 2005, fast 20 Jahre alt. Und die Kameraqualität ist jetzt nicht besser. Ist jetzt nicht schlechter. So, ist jetzt nicht schlechter als das von gerade. Ghost hunter named K. Owen. I think it could just be a fast-moving insect, especially since this was recorded on a summer night in the South, but according to K, this is the spirit of a poltergeist in Kentucky who eventually went on to become quite destructive. If Kay's story is to be believed, then this unexplained shadow is the spirit of a person who took a woman's life in this camper years ago. Also, wie kann ich denn, ja klar, wenn sich in diesem Camper jemand umgebracht hat, okay.
Das heißt aber nicht, dass dieser zarte Schatten der Geist dieser verstorbenen Person sein muss. Woran macht man das fest? Ich habe bei diesem Schatten noch nicht einmal eine menschliche Form erkannt. Der war ja wirklich so hauchmäßig, dass der so durchs Bild ist. Das kann auch wer weiß was sein. Ganz ehrlich. Ago, the deranged paranormal entity would eventually go on to destroy the camper by burning it down just 2 weeks into the paranormal investigation. Number 4. A YouTuber named Sunny Cooper has recorded a shadow moving back and forth that looks out of place. Oh, yeah. Maybe together we can figure out what this strange shadow belongs to. It starts out going one direction. Oh ja, da, ne? Then it comes back the other way. Wisst ihr, wie das wirkt für mich so, als wenn das ein Finger wäre. Ein Finger auf der Linse zum Aufnehmen. Dass da jemand so, dass man erstmal das irgendwie festhält und dann so mit den Fingern. It almost looks like a rat or a small animal of some sort, but that still doesn't explain how it appears to instantly teleport across a large gap. Ja, doch, es teleportiert gar nicht. Also, es taucht ja links auf, verschwindet dann mittig und taucht rechts auf. Vielleicht ist das einfach zu hell in der Mitte, weil wir sehen ja hier den Scheinwerfer oder was auch immer das ist. Der ist ja genau in der Mitte und der ist ja wirklich gleißend hell, weiß. Und dass man es da einfach gar nicht mehr sieht, sondern dass es erst wieder in dem Bereich auftaucht rechts, wo das Licht nicht mehr ganz so stark ist. Twice. I guess this could just be some sort of time-lapse editing, but something about the way the shadow moves looks like it was recorded in real time. Let me know if you have any explanation. Da war etwas vor der Linse, definitiv. Und da wir ja in der Mitte das gleißende Licht haben, wird man das da nicht sehen. Ich meine, wir sehen es ja hier noch. Es ist ja noch hier. So, und jetzt geht das darüber und hier ist es ja wirklich, also es ist ja wirklich extrem hell. Und dann verschwindet das einfach. Also das Licht frisst praktisch den Schatten. For what's happening here, number 3. The David Oman house is a supposedly haunted home in Beverly Hills that's not too far from where the Manson cult claimed the life of celebrity Sharon Tate. A team of paranormal investigators are busy taking pictures of a dark room at night with an infrared. Also da schlägt ja die Pareidolie sofort zu, ne? Also sofort. Ohne dass Schilz jetzt weiter erzählt hat. Das hier, liebe Freunde, ist so ein Gesicht. Die Augen, der Mund. Ei. Red camera to detect heat signatures. Suddenly the floorboards creak nearby as if someone. Hä? Seht ihr? Pareidolie hat uns jetzt leider in die Irre geführt, denn man wollte uns gar nicht dieses Gesicht zeigen, was wir sofort gesehen haben, sondern diesen Schatten. Seht ihr mal, wie schnell das geht mit der Pareidolie? Dass mir das mal passiert. One is near, and this message is broadcast on their equipment. Das kann man tatsächlich raushören. The team bravely decides to stay put instead of taking its advice. Not too long after, they develop this haunting photograph while snapping pictures in the dark. This heat signature undoubtedly looks like the outline of a human, while this photo could be doctored or simply staged. Es sieht tatsächlich aus wie ein... Ich finde aber, dieses Gesicht, was man da vorher gesehen hat, sieht mehr nach einem Gesicht aus, als dieser Schatten nach einem Menschen. Ja. Staged. It could also be another piece of evidence that the David Oman house is anything but safe or normal. Who knows what would. Ja, und wie gesagt, ne, das sieht doch wirklich hier aus wie ein Gesicht, Leute. Also ich meine, jetzt sehe ich hier diesen Schatten auch. Also jetzt sehe ich hier diese Figur auch, aber vorher habe ich hier dieses Gesicht gesehen. Augen, Mund, Kinn, Wangen. Would have happened if they had stayed there much longer. Number 2. It's 3 in the morning when Daniel, Christensen's dog, begins growling and the bedroom door swings open.
Daniel is staring into the dark hallway while recording with his camera, waiting for something to happen. What a trip. Here you can see what could be the head, shoulders, and left arm of a shadow person. It's towards the corner of the room on the right hand side. Let me know if you see it. Ja. Then the shadow appears again, much closer this time. It's way too dark though, so I can't tell for sure if it's a shadow or just his thumb. Before we get... Also ganz ehrlich, Leute, ich habe da jetzt überhaupt nichts gesehen. Und das, was, also das Erste, das kann auch von wer weiß was, ein Schatten gewesen sein oder einfach irgendwas, was da stand. Also, to number 1. My name is Chills and I hope you're enjoying my narration. If you're curious about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillin ich hoffe nicht, dass er so in echt aussieht. YT and tap that follow button to find out. I'm currently doing a super poll on my Instagram. If you believe ghosts are real, then go to my most recent photo and tap the like button. If you don't, DM me saying why. When you're done, come right back to this video Finale. to find out the number 1 entry. Chills merch is now available, and I'm gifting viewers who spend over $100 with a 100% free foot lettuce t-shirt to show my appreciation. This offer won't last forever, so get yours by visiting chillsmerch.com. Also, follow me on Twitter at YT_chills because that's where I post video updates. It's a proven fact that generosity makes you a happier person, so if you're generous enough to hit that subscribe button and the bell beside it, then thank you. This way you'll be notified of the new video I upload every Thursday. Number 1. This unexplained shadow was captured by a user named SamSamComics from my subreddit r/Chills narrator. He was watching a boxing match on HBO when he suddenly noticed this odd figure ducking through the crowd at a low rate of speed. Look at the second row of boxing fans to see it. Nobody seems to notice as a shadowy figure passes right by them. Nobody on the forum said that it could be a shadow from above, but play it again and you can see the figure is clearly behind everyone in the first row. I've watched a good amount of boxing and have never noticed this before. There's really no reason for a person dressed in all black to be lurking around in the background. None of the cameramen or other technicians would be... Das ist ein Glitch. Die Kamera fokussiert sich auf die Boxer vorne und das ist ein Glitch, weil derjenige sich halt so schnell bewegt. Glitch. In that area, and they certainly wouldn't be covering up their entire face. Ja. Ja, war ja ganz interessant, ne? Und dieser Unterschied zwischen Schattenwesen und einfach nur Schatten, finde ich, ist für mich signifikant, wie man so schön sagt. Ja, also es sind zwei vollkommen verschiedene Arten von Kreaturen, ja, von Wesen. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwann raus, wer ist und warum die Leute da sind, die Schatten. Und ja, ich bin gespannt. Schilds hat Spaß gemacht. Unten in der Beschreibung gibt es den Link zu dem Video, nicht das Video, das ist zu dem Video von Schilds. Lasst einen Daumen hoch da. Der Kanal von Schilds ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Und ich würde mich auch sehr freuen über ein Abo, einen Daumen hoch für dieses Video, einen netten Kommentar und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn es was Neues gibt. Ja, wir fahren nachher fort, dann geht's weiter. Bis dahin empfehle ich mich. Adios.